Finanzielle Probleme entstehen nicht immer nur durch ein niedriges Einkommen. Häufig sind es die kleinen Gewohnheiten im Alltag, die langfristig mehr Geld kosten, als man denkt. Ein schneller Kaffee unterwegs, Essen bestellen, obwohl zu Hause genug da wäre, mehrere Streaming-Abos oder Apps, die kaum genutzt werden. Jede einzelne Ausgabe wirkt harmlos und völlig unbedeutend. Genau deshalb achtet fast niemand wirklich darauf. Doch mit der Zeit entsteht daraus ein stiller Geldabfluss, der Monat für Monat größer wird. Das Überraschende daran ist, dass am Ende oft weniger Geld übrig bleibt, obwohl nie bewusst große Summen ausgegeben wurden. Kleine Beträge verschwinden fast unbemerkt und summieren sich langsam zu einem echten Problem. Kurzfristig fühlt sich das alles unwichtig an. Langfristig kann genau dieses Verhalten jedoch darüber entscheiden, ob man finanziell stehen bleibt oder Schritt für Schritt beginnt, etwas aufzubauen. Und genau darüber sprechen wir heute. Denn manchmal sind nicht die großen Fehler das Problem, sondern die kleinen Ausgaben, die sich jeden Tag wiederholen. Besonders gefährlich sind Abonnements und Mitgliedschaften, die irgendwann komplett normal wirken. Netflix, Amazon Prime, Spotify, Cloud-Speicher, Fitnessstudio oder irgendwelche Apps mit monatlicher Zahlung. Am Anfang fühlen sich 10 oder 15 Euro nicht nach viel Geld an. Genau deshalb denkt fast niemand lange darüber nach. Das Problem entsteht erst, wenn sich immer mehr davon ansammeln. Plötzlich laufen jeden Monat mehrere kleine Abbuchungen gleichzeitig vom Konto, ohne dass man sie wirklich bewusst wahrnimmt. Noch schlimmer wird es, wenn manche dieser Dienste kaum noch genutzt werden. Das Fitnessstudio wird seit Monaten nicht besucht, Serien schaut man kaum noch und trotzdem läuft alles weiter automatisch. Viele unterschätzen, wie stark solche kleinen, festen Kosten langfristig das eigene Budget belasten können. Denn selbst wenn jede einzelne Ausgabe klein wirkt, entsteht daraus über Jahre eine enorme Summe. Genau deshalb lohnt es sich manchmal, die eigenen monatlichen Kosten ehrlich zu überprüfen und unnötige Ausgaben konsequent zu streichen. Ein weiterer Bereich, in dem jeden Monat unbemerkt viel Geld verschwindet, sind kleine, spontane Ausgaben im Alltag. Besonders Essen und Getränke unterwegs wirken oft harmlos, weil die Beträge klein erscheinen. Ein Coffee to go hier, ein Snack dort oder schnell Essen bestellen nach der Arbeit. 5 oder 10 Euro fühlen sich in diesem Moment nicht nach einer wichtigen Ausgabe an. Doch genau diese Gewohnheiten wiederholen sich ständig. Wer jeden Tag nur wenige Euro unnötig ausgibt, verliert über Monate und Jahre eine erstaunlich große Summe. Das Verrückte daran ist, dass viele Menschen stundenlang arbeiten, um Geld zu verdienen und es dann unbewusst für Dinge ausgeben, die nur wenige Minuten Freude bringen. Natürlich geht es nicht darum, nie wieder einen Kaffee zu kaufen oder sich nichts mehr zu gönnen. Entscheidend ist vielmehr das Bewusstsein dafür, wie oft solche kleinen Ausgaben passieren. Denn langfristig kann genau dieser Unterschied entscheiden, ob Geld übrig bleibt oder sofort wieder verschwindet. Soziale Medien machen impulsives Kaufen heute einfacher als jemals zuvor. Ständig sieht man neue Produkte, angeblich perfekte Gadgets oder Menschen, die zeigen, was sie gerade gekauft haben. Dadurch entsteht schnell das Gefühl, ebenfalls etwas Neues zu brauchen. Besonders Plattformen wie TikTok oder Instagram sorgen dafür, dass viele Käufe plötzlich emotional und spontan passieren. Ein kurzes Video reicht oft schon aus, damit Menschen Dinge bestellen, die sie vorher nie gebraucht hätten. Das Problem dabei ist nicht nur das Geld selbst, sondern die Gewohnheit dahinter. Kaufen wird für viele zu einer schnellen Belohnung gegen Langeweile oder Stress. Genau deshalb verschwinden oft kleine Beträge, ohne dass man wirklich darüber nachdenkt. Dazu kommen ständige Rabatte und künstlicher Zeitdruck wie nur heute verfügbar oder fast ausverkauft. Dadurch treffen viele Entscheidungen impulsiv statt bewusst. Am Ende sammelt sich zu Hause immer mehr unnötiger Kram an, während gleichzeitig weniger Geld übrig bleibt, obwohl man eigentlich sparen wollte. Ein weiterer Fehler entsteht oft genau dann, wenn das Einkommen plötzlich steigt. Viele denken, dass finanzielle Probleme automatisch verschwinden, sobald mehr Geld hereinkommt. Doch häufig passiert genau das Gegenteil. Mit dem höheren Einkommen wachsen auch die Ausgaben immer weiter mit. Statt zu sparen oder langfristig etwas aufzubauen, wird sofort ein teureres Auto geleast, häufiger Essen bestellt oder mehr Geld für unnötige Dinge ausgegeben. Dieses Verhalten nennt man Lifestyle-Inflation. Das bedeutet, dass sich der Lebensstil ständig dem neuen Einkommen anpasst.
Genau deshalb fühlen sich manche Menschen trotz gutem Gehalt finanziell niemals wirklich entspannt. Je mehr Geld reinkommt, desto mehr Geld verschwindet gleichzeitig wieder. Und irgendwann wird ein teurer Lebensstil plötzlich zum neuen Normalzustand. Das Gefährliche daran ist, dass man sich sehr schnell daran gewöhnt. Dadurch entsteht oft der Eindruck, dass selbst ein höheres Einkommen nie ausreicht. Langfristig verhindert genau dieses Verhalten bei vielen den echten Vermögensaufbau. Oft entsteht nach außen der Eindruck, dass Menschen mit teuren Dingen automatisch reich oder finanziell erfolgreich sind. Genau deshalb versuchen viele, durch Kleidung, Technik oder Luxusprodukte ein bestimmtes Bild von sich zu zeigen. Doch in Wirklichkeit bedeutet ein teures Auto oder das neueste Smartphone nicht automatisch finanzielle Freiheit. Häufig steckt dahinter sogar das Gegenteil. Manche zahlen hohe Raten für Dinge, die sie sich eigentlich kaum leisten können, nur um nach außen erfolgreicher zu wirken. Gleichzeitig entsteht dadurch zusätzlicher finanzieller Druck, der jeden Monat weiterläuft. Wirklicher Vermögensaufbau passiert meistens viel leiser und unscheinbarer. Menschen, die langfristig finanziell stabil werden, achten oft stärker auf ihre Entscheidungen und weniger auf den Eindruck bei anderen. Genau deshalb sollte man sich nicht ständig mit dem vergleichen, was andere online zeigen. Denn soziale Medien zeigen meistens nur die schönen Momente und selten die finanziellen Probleme dahinter. Am Ende zählt nicht, wie reich jemand aussieht, sondern wie stabil die eigene finanzielle Situation wirklich ist. Falls dir solche Videos helfen und du mehr über Geld, Gewohnheiten und finanzielle Denkweisen lernen möchtest, dann abonniere gerne den Kanal und unterstütze das Video mit einem Like. Mich würde außerdem interessieren, welche kleinen Ausgaben bei dir persönlich am meisten Geld verschwenden. Schreib es gerne in die Kommentare. Oft merkt man nämlich erst durch solche Gespräche, wie viele unnötige Kosten sich im Alltag angesammelt haben. Wichtig ist dabei aber auch zu verstehen, dass es nicht darum geht, sich jeden kleinen Genuss zu verbieten oder plötzlich extrem sparsam zu leben. Niemand muss auf alles verzichten, um finanziell vernünftig zu handeln. Viel wichtiger ist ein bewusster Umgang mit Geld und die Frage, ob bestimmte Ausgaben wirklich notwendig sind oder einfach nur zur Gewohnheit geworden sind. Und wie immer gilt auch hier, dieses Video ist keine Finanzberatung oder Anlageempfehlung. Alles, worüber ich hier spreche, basiert lediglich auf meinen persönlichen Erfahrungen, Gedanken und Beobachtungen rund um Geld und finanzielle Gewohnheiten. Kleine Ausgaben wirken im Alltag oft völlig harmlos. Genau deshalb werden sie von den meisten Menschen kaum beachtet. Doch über Monate und Jahre können gerade diese Gewohnheiten einen enormen Unterschied machen. Nicht jede finanzielle Veränderung beginnt mit einem höheren Einkommen oder einer großen Investition. Manchmal beginnt sie einfach damit, bewusster auf die eigenen täglichen Entscheidungen zu achten. Wer versteht, wohin das eigene Geld jeden Monat verschwindet, trifft langfristig automatisch bessere finanzielle Entscheidungen. Dabei geht es nicht darum, perfekt zu sein oder sich jeden Spaß zu verbieten. Viel wichtiger ist ein gesundes Gleichgewicht zwischen Leben genießen und trotzdem Kontrolle über die eigenen Finanzen zu behalten. Denn am Ende entscheiden oft nicht einzelne große Fehler über die finanzielle Zukunft, sondern die kleinen Dinge, die sich ständig wiederholen. Vielleicht lohnt es sich deshalb, nicht nur darüber nachzudenken, wie man mehr Geld verdienen kann, sondern auch darüber, wie man mit dem Geld umgeht, das bereits jeden Monat hereinkommt.